Kochfreunde, ich bin der Matti, schön, dass ihr zuschaut auf meinem Kochkanal. Ja Leute, wir machen heute eine Fleischspezialität, eine besondere Fleischspezialität aus den USA, ein Klassiker des amerikanischen Barbecues. Wir machen heute das weltberühmte Pulled Pork. Ja, Pulled Pork heißt ja wortwörtlich übersetzt gezupftes oder gezogenes Schweinefleisch. Das Gericht wird ja traditionell in einem Smoker mit Holzkohle zubereitet, wo es über einen sehr langen Zeitraum, 12 bis 14 Stunden bei niedriger Hitze gegart wird, bis das Bindegewebe sich aufgelöst hat und das Fleisch so schön zart und saftig wird. Und glaubt mir Leute, es ist Fleisch, wie man es sich nur wünschen kann. Sowas von lecker. Und aber es haben nicht alle Leute einen Smoker und auch gar kein Problem, ich habe auch keinen, kann man auch ganz leicht im Backofen zubereiten und wie man das macht, das zeige ich euch in diesem Video, also bleibt dran. Ja, für Pulled Pork brauchen wir Schweinefleisch, entweder aus dem Nacken oder der Schulter, Schweineschulter mit Knochen. Ich habe hier 2,5 Kilo Schweinenacken. Ja, und das Fleisch werden wir jetzt erstmal marinieren und dazu stelle ich einen erstklassigen Trockenrab her. Der Trockenrab besteht bei mir aus folgenden Zutaten: 3 Esslöffel braunen Zucker, jeweils 2 Esslöffel Salz- und Paprikapulver sowie 1 Esslöffel Pfeffer, Senfkörner, Zwiebelpulver sowie Knoblauchpulver und was nicht fehlen darf, jeweils 1 Teelöffel Kümmel und Piment. Jetzt verteile ich den Rab auf dem Fleisch und massiere alles mit den Händen gründlich ein. Danach wird das Fleisch in Frischhaltefolie eingewickelt oder einvakuumiert und jetzt stelle ich das Fleisch für 24 Stunden in den Kühlschrank. So, nachdem das Fleisch 24 Stunden lang mariniert wurde und alles schön durchgezogen ist, bereiten wir den Mob zu. Der Mob, das ist eine Soße, die aus einfachen Zutaten besteht. Wir haben hier 500 Milliliter Fleischbrühe, dazu kommen noch 500 Milliliter Apfelsaft, ein halber Esslöffel Salz sowie 1 Esslöffel Zucker. Ja, Pulled Pork zeichnet sich ja auch durch sein Raucharoma aus, weil es wird ja wie gesagt im Smoker über Holzkohle gemacht. Und um das Raucharoma zu simulieren, gibt es einen ganz einfachen Tipp. Benutzt einfach flüssiges Liquid Smoke. Die Auflaufform mit der Mobsoße stellt ihr auf ein flaches Backblech und dann legt ihr das Backblech auf die unterste Schiene in den Backofen hinein. Und den marinierten Schweinenacken lege ich mittig auf ein Rost. Und den Rost mit dem Schweinenacken tue ich in den Backofen auf die mittlere Schiene, wo er bei 110 Grad ungefähr 10 Stunden lang langsam gegart wird. Nach einer Garzeit von etwas mehr als 3 Stunden hat das Fleisch eine Kerntemperatur von 65 Grad erreicht und sieht jetzt so aus. Und jetzt beginnt die eigentliche Fleißarbeit. Damit das Fleisch nicht austrocknet, pinselt ihr es alle 45 Minuten mit der Mobsoße ein. Und das macht ihr wie gesagt alle 45 Minuten, bis das Fleisch eine Kerntemperatur von 90 Grad erreicht hat.
Nach 12 Stunden im Backofen hat das Pulled Pork die gewünschte Kerntemperatur von 90 Grad erreicht. Und jetzt wickle ich das Fleisch in Alufolie ein und lege es für 1 Stunde in den Backofen, damit es langsam auskühlen kann. Ja, Kochfreunde, schaut euch das mal an, was das für ein wunderbar zartes Fleisch ist, hocharomatisch, und jetzt können wir Pulled Pork daraus machen. Dazu schneide ich es mit dem Messer zuerst in gleich große Teile. Und danach wird es mit der Gabel und den Händen auseinandergezupft. Das gezupfte Fleisch kommt in eine Schüssel und am Ende verfeinere ich es noch mit der Mopsauce. Das Pulled Pork wird noch gut miteinander vermischt und ist anschließend servierbereit. Ja, Pulled Pork kannst du so genießen, wie du magst, mit einem Kartoffelsalat oder Nudelsalat beispielsweise. Aber ganz klassisch wird das Ganze in einem Burgerbrötchen serviert, mit ordentlich Barbecue-Soße drauf. Krautsalat ist obligatorisch, darf auf keinen Fall fehlen. Und als i-Tüpfelchen machst du noch ein paar saure Gurken mit dazu. Ja, was soll ich dir sagen? Klappt das Brötchen zusammen, schiebst dir rein und genieße einen ausgezeichneten Fleischgenuss. Ja, liebe Kochfreunde, das war's für heute. Das war mein Rezept für Pulled Pork aus dem Backofen. Wie gesagt, kann man auch im Smoker machen, aber Backofen ist viel einfacher. Ja, ansonsten, Matti freut sich wie immer auf eure Kommentare. Macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Euer Matti.